Ein herzliches Willkommen zurück zu Greedfall. So, wir sind hier wirklich in leeren Intrigen von den Vespes. Wir müssen jetzt Dokumente finden, die uns ein bisschen entlasten, beziehungsweise so sind wir dann nicht mehr erpressbar. So, jetzt müssen wir einen Händler aufsuchen. Der hat angeblich irgendeine Truhe. Werden wir feststellen. Was macht die da? Hey du! Hello. Are you Valence? Indeed. What can I do for you, milady? Are you looking for tools for your workers? I have a large range of tools. Everything you need for mining or timber harvesting. Komm, tu nicht so blöd. Charisma. I have no interest in your goods. I have been sent by Her Highness Aurelia de Vespe. She asked me to recover a chest you have in your keeping. Of course, of course. It's stuffed between my goods in the street just behind us. I hope you tell your mistress that I obeyed her orders. Do not worry. She will be told. Ja, das wird sie. Also hinter dir? Oder ist das auch wieder... das könnte doch wieder so eine blöde Falle sein, oder? Hä, wo soll das sein? Ah. Da. Ja, damit. Notizen über Constantin von Orsay. Constantin wurde im Jahr 1209 nach der Gründung Sirenes, 1312 nach der Gründung Sirenes geboren. Er ist der zweitgeborene Sohn von Prinz Claude von Orsay und dessen zweiter Frau Julia von Orsay. Constantin wurde kürzlich zum Gouverneur von Terfade ernannt und ist erst seit dem Tod seiner älteren Brüder offizieller Nachfolger des Prinzen. Die Todesursache ist im beigefügten Brief erklärt. Julia von Orsay hat einige unserer Männer bezahlt, damit sie ihre lästigen Stiefsohn beseitigen. Ich muss zugeben, ich respektiere diese Frau. Sie könnte eine von uns sein. Die Ermordung seines Bruders wirft die Frage auf, ob Konstantins Anspruch auf das Vermögen und den Thron seines Vaters rechtmäßig ist. Können wir bei einer solchen Mutter überhaupt sicher sein, dass er tatsächlich der legitime Sohn des Prinzen ist? Brief von Julia von Orsay. Meine Herren, dem Brief wurde die vereinbarte Bezahlung beigefügt. Denkt daran, es darf unter keinen Umständen der Verdacht aufkommen, ihr werdet für Laurens Tod verantwortlich. Mein Sohn muss regieren. Julia von Orsay. Oh. Uiuiuiui. Okay. Machen wir mal weiter. Wir haben jetzt schon mal ein paar Sachen. Nochmal was gucken. Trifft dich mit... Was hätte ich denn machen sollen, dummer Gouverneur? Es musste ja dahin. Dann nehmen wir jetzt wen mit? Wir nehmen wieder unseren allerbesten. Der ist einfach gut, weil der kennt sich mit Intrigen aus. Und das ist schon gut. Das braucht man bei so einer Schlange. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Okay, los. Ja, wo müssen wir hin? Nicht, was? Da liegt was. Okay, was liegt da? Brief eines Sympathisanten. Eure Exzellenz Desade, eure Feinde sind in der Stadt und ich weiß, wo ihr sie finden könnt. Trefft mich an den Stadttoren, um mehr zu erfahren. Eine Wache. Klar. Lockst uns sicher auch wieder in eine Falle. Du bist bestochen worden oder sonst irgendwas. Wird man gleich sehen. Hello. Are you the guard who left me a message at the embassy? Greetings, Your Excellency. Yes, it was me. I thought you should be warned when I saw those vermin bearing the Oder Vespe doch livery. auf unserer This is Seite? indeed interesting information. Do you know if they're staying in town? The delegation leader is always at the tavern.
He drinks heavily. His men wander around town looking for trouble. Thank you. I imagine you're expecting a reward. No, Your Excellency, keep your money. I'll consider myself highly rewarded if you manage to put a stop to their horrible manipulative plans. My old battalion was almost completely lost to those vipers. They led us into a trap and left us to rot. So I don't know what you wish to do to them. But I wish you the Okay, ich best glaube ihm. success. So. Okay, ist alles wunderbar in der Nähe. Finde ich gut. Ja, das sind echt recht üble Schlangen, muss man sagen. Nicht zu unterschätzen. Rein da. Wo ist der Typ? Ah, da. Hello. I wonder if we might have a word. Desade, the Dorsey family's henchman. I knew it. I knew I would meet my end by accepting this mission. After what you did to Ambassador Lavoisin in his Ach, du men. weißt If the davon. ambassador and her men had not attacked me, they would certainly still be alive. Since you know who I am, you must know why I'm here. Yes, the document chest. But don't think you can scare me into giving it to you. I've been scared to death since I got to this town. Since I got to this island. But I will not betray them. Komm. Come. We never wished you harm. We only want to recover some files. They do concern us, after all. Tell us where they are. A huge weight will be lifted off your shoulders. That's true. Does it even matter? I don't have the chest anymore. Oh I gave it to a group nein. of inquisitors who don't like you very much. Those fools are so furious that they'd rather die than give you the chest. And San Matheus is with them. So, they're hiding out in one of the warehouses around the port. If you really want to confront them, it's your own choice. But you should say a prayer first. Ach, wie schön. Ah, herrlich. Das war ja klar. Und ich weiß auch schon, wer dieses blöde Ding gefunden hat. Unser alter Kumpel, der uns eh hasst wie die Pest. Egal. So, wo muss ich jetzt lang? Ist das wirklich der richtige Weg? Wird man sehen. Wir uns nicht gleich wieder verlaufen, aber es sieht gut aus. Ganz weiter. So. Halt, ist da. Ah, ich könnte auch mal wieder mehr schießen. Soll das blöde Lagerhaus sein? Ah, bin ich jetzt wieder falsch abgebogen, oder was? Komme ich denn da rein? Habe ich irgendwas übersehen oder so? Bin ich hier lang? Ja, ich komme hier lang. Okay, oh, warte mal. Nicht! Aber zurück. Geh mal aus dem Weg. So, neuer Versuch. Ach so, okay. Ach, das sind Nauten. Okay, alles klar, alles klar. Kein Thema. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Komme ich denn hier in dieses Kackhaus rein? Warte mal, was? Klick's gerade nicht. Nee, so kann das nicht funktionieren. Wie komme ich in dieses blöde Lagerhaus rein?
wir da lassen. So, nochmal. Was habe ich jetzt? Da ist eine Tür. Wieso komme ich hier nicht rein? Habe ich irgendwas super Einfaches nicht gesehen? Ja, oh Gott, bin ich. Nee. Ja, wie jetzt? Ich muss hier durch. Es geht nicht anders. So you found us. But don't rejoice too soon. You will not leave this warehouse alive. Come. I'm sure we can work this out. I only want the Vespe chest. Don't count on it. Some of our followers may tolerate your influence, but because of your close ties with our enemies, we will not. We wanted to use these documents to undermine your power. But since the Enlightened has brought you before us, he must want you dead. Naja. Es war, glaube ich, nicht dumm, dass ich das gemacht habe. Waren einige. Und ich bin aufgestiegen. Das ist auch nochmal geil. Nochmal mit ein. So. Da ist die verdammte Truhe, aber ich will mal ganz kurz unsere Fähigkeiten noch schnell erledigen. Was habe ich denn hier angefangen nochmal? Ich habe schon wieder ach so, das habe ich angefangen. Hinten angeführt, geil. Was ist das? Zaunerzeugung, ja. Dann machen wir noch die Attribute. So, was machen wir jetzt? Kraft. Oder Ausdauer. Lebenspunkte. Wir machen Kraft. Auch mal irgendwie gefühlt öfters. Hinten ist was. Aber nur. Ja, alles klar. Also dann haben wir jetzt eigentlich gleich alle Beweise. Notizen über die Gesandte des AD. Die SAD wurde im Jahr 1210 nach der Gründung Sirenes geboren. Bevor sie Sirene verließ, wurde sie zur Gesandten der Kongregation ernannt. Diese junge Frau erfüllte diplomatische Missionen, mit denen Gouverneur Constantin von Order sie betraute. Laut unseren Informationen ist sie begabt, doch aufgrund ihrer Verbundenheit zu dem Vetter können wir sie nicht für unsere Sache gewinnen. Deshalb müssen wir sie entweder ausschalten oder erpressen. Sollte jedoch kein Problem darstellen, denn die Gesandte ist anscheinend kein legitimes Kind. Zwar wurde das Kind dem Hof im Herbst des Jahres 1210 präsentiert, doch wir haben diverse Dokumente zusammengetragen, die beweisen, dass ihr Vater, General Mark des AD, circa ein Jahr vor ihrer Geburt auf eine Expedition entsandt wurde und nie wieder an den Hof zurückkehrte. Livie des AD muss demnach eine Bastardin geboren haben. Kleinen Stinker, eine echte. So. Ach, okay, alles klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, 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 oh. Du Sau, hör endlich auf mit dieser Kacke, ey. Wo seid ihr? Okay, die finden mich nicht cool. Gar nicht. Schwertmeuchler-Rapier. Interessant. Große uralte Montaxt. Was haben die für Waffen? Ich will mal gucken, ob die eine Waffe vielleicht was für sie wäre. Die ist schon besser, ne? Macht weniger Zornerzeugung, aber sie ist so eigentlich cooler.
Also weiter. Wo ist mein Gedöns? Hier ist mein Gedöns. Ja, jetzt haben wir alle Beweise. Das ist schon mal gut. Hoffe ich richtig, weil wir wissen ja, wie gut ich in dieser Stadt zurechtkomme. Eigentlich gar nicht. Aber oh. Ich bin durch Zufall mal richtig gelaufen, ey. Hier hätte ich es wieder gewusst, wo ich bin. Ich würde gerne der Wache danken. Komm, wir gucken mal, ob er uns was zu sagen hat. Ich glaube es nicht, aber wie freut er sich? Nee, schade. Wäre cool gewesen. Okay, dann reisen wir. Wen haben wir jetzt nochmal dabei? Ja, das passt alles, würde ich sagen. Also. Dann verkaufen wir mal das Zeug, was wir hier gefunden haben. Dass wir mal wieder ein bisschen mehr Geld kriegen, weil irgendwie habe ich wenig Kohle in letzter Zeit. Damit gefällt dir eine Sache besser. Wisst ihr? So. Gut. So. It's not the first time I've noticed these papers you stick on the walls. But these are new. They weren't here last time. Let's take a closer look. It could be good news. That would be a nice change. Nee, das wird nichts Nettes sein. Propagandaplakate. Der Gouverneur von Orsay und seine Handlanger diese, das sind illegitim. Sie haben sich ihre Position in dieser Stadt, die von Lady Morage aufgebaut wurde, widerrechtlich angeeignet. Ihre Adelstitel erhielten sie durch das Blut Unschuldiger und durch Bastardei. Sie nutzen die Güte des Prinzen aus, um an die Macht zu gelangen. Bürger Neu Serenes, verschmäht diese Usurpatoren, wählt neue, rechtmäßige What is this Anführer. nonsense? Another Vespe trick. They'll truly stop at nothing. These posters could cause a full-scale riot. We must stop them from spreading around town. Was soll das hier? Jetzt reicht's mir aber. Reicht jetzt. These people are angry. They must have read the papers we saw. That's a Vespe move if I ever saw one. We should ask the passers-by. They may have seen who's responsible for these ghastly posters. Ihr seid wütend, ja? I Oh. knew this Constantin wasn't who he claimed to be. As for Desarde, it's clear she's not from around here. I like our new governor, and I think the legate is rather nice. If you ask me, it's a load of lies. Ja, sehr gut. Greetings, madam. Did you happen to see by any chance who stuck up these posters? Oh, you are the famous legate these posters speak of. You would never tell me if it were all true. Anyway, if you want revenge against the woman who stuck 'em up, you're too late. The guards caught her in the act, and when they saw what was written on the posters, they took her to the barracks. She must be rotting away in jail now. Thank you. And you shouldn't believe those lies. As if you could say anything else. Ah, ja, ja, ist gut. Also, dann schauen wir. Ein Glück haben die gut aufgepasst. Und normalerweise müssten die ja uns jetzt auch echt treu ergeben sein. Also, kann mir nicht vorstellen. Da jetzt Problem. Wo muss ich hin? Ja. Gucken wir mal, wie geht's hier runter? Hier geht's runter. Dass ich nicht mit dem Verwalter zuerst sprechen muss, darf.
Wundert mich ein bisschen, aber wieder schlimm. So. Wer bist du? Hello. I'm the bastard murderer from your posters. Oh, Your Excellency. I'm not responsible for the content of those posters. I had no choice but to stick them up. In a sense, the guard's arrest protected me, but my partner is under lock and key and guarded by armed men who bear the de Vespe livery. They are responsible. They forced me to stick these posters up all around town. They threatened to kill my partner. If you don't stop them, they will kill him. I beg you, free him. I believe you, and I will free your friend if I can. Do you know where the other posters are? I must destroy this nonsense before it creates a riot. No, they only gave me one stack of them. They certainly have more, but I don't know where they're hiding the rest. The men who are holding him must know. Very well. I have no other choice but to free him. Where is he being held? Behind the barracks, along the docks. Please, hurry! Ja, kein Problem. Machen wir auch noch. Oh. Ah, nee, doch, ich laufe richtig. Ich dachte schon. Ich schon wieder meckern. Oh, ich finde hier direkt raus. Was ist denn los? So, wo muss ich jetzt hin? Ah, direkt in der Nähe. Perfekt. So, Rache. Munition müsste ich eigentlich jetzt auch genug haben. Jetzt probieren wir uns mal zu schleichen. Ja, zu dem Thema. Das wird nicht gelingen, aber wir können es ja mal probieren. Ja doch, es wird gelingen, wenn ich hier runterhüpfen kann. Machen schon Schaden, ordentlich. Ah, ihr nervt mich. Bin vergiftet, vorsichtig. So, Stinker. Kein Problem. Gut. Servus. Thank you for freeing me from those murderous clutches. Do you know where my friend is? She went to stick up those horrible posters. She sent me to rescue you. She was imprisoned, but she'll probably get out soon. The presence of these men will prove that she had no intention of causing an insurrection. Oh, you've taken a great weight off my shoulders. I was worried she'd been killed. They were such brutes. I must destroy the rest of the posters. Do you have any idea where those men could have hidden them? Well, they spoke of having a reserve just outside of town. In a small hut, if my memory serves me well. You should go and check. Thank you. And try to avoid the de Vespes in the future. They're dangerous. Ja, dann machen wir das auch noch. Das ist auch alles in der Nähe, ist doch perfekt. Schwere Kampfhandschuhe. Komme ich jetzt am schnellsten dahin? Ich muss außen rum. Okay, alles klar. Machen wir halt. Kein Thema. Warte mal. Hey, mein lieber Schmied. Du könntest hier mal kurz diese Sachen zu dir nehmen. Das war's, mein Freund. Tschüss. Ja, okay, zu spät. Nee, warte mal. Dann machen wir jetzt aber den hier. Oh, das war schön. Ein schneller Kampf. Ja, die Fähigkeit, die ich habe, die ist halt obermächtig. Bin echt gut bewaffnet, das muss man auch mal dazu sagen.
So. Wo sind die dummen Plakate jetzt hier? Also. Dann gehen wir da auch noch hin. Warte mal, ich hab noch mal was für dich, mein Freund. Guck mal. Einmal. Das geht schon noch. Ich brauche eigentlich echt nichts mehr sammeln, aber ich will es einfach nicht lassen. So, bringt die Dokumente zu Inquisition. Da lang oder da lang? Nee, nach oben. Okay. Dann machen wir das. Gehen wir nach oben. Warte mal. Ich verstehe es gerade nicht. Aber ich verstehe es. Bin mir nicht sicher. Ah, so. Ja, sieht gut aus. It's blocked. Warum? Ist doch nicht dein Ernst. It's blocked. Was verstehe ich hier nicht? Was verstehe ich hier nicht? Kann ich vielleicht über die Gemächer von... Warte mal, ich habe da so eine Idee. Vielleicht war ich doch richtig. So, wo... Ja, okay, verstehe. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Das sieht doch sehr gut aus. So. Warte mal, bin ich nur? Nee, bin schon falsch wieder. Halt! Hallo, mein Freund, wie geht's dir? Desade, you seem somewhat gloomy. What's troubling you? As you may have heard, the de Vespe family has sent a delegation to the island. It's led by the prince's daughter herself. Ah, most curious. And very worrying indeed. But you didn't come all this way in person just to bring me the bad news, I take it? You read my mind. Knowledge is power. I need all the information you've got. Nein, die gefundenen Dokumente und den Vertrag I zeigen. recovered some documents that Aurelia intended to use against us. I also brought you the wedding contract. Let me see. Yes. A skillful blend of truths and untruths, as is to be expected. I'm afraid, however, this letter from Julia d'Orsay, Constantin's mother, is genuine. But your cousin is not to blame for his mother's folly. It caused him more harm than good, and he was but a child when his brother was killed. But the implication that he's not the prince's son is absurd. You know them both, and you know how much Constantin looks like his father. As for these documents about your mother, poor Livy would never have deceived your father. And furthermore... It's all right. I know. I'm a native of Teirfridi. My real mother was a Donegad of the Sisag Nameus clan,
So in a way, all this is both true and completely false. I'm not General de Sarde's daughter, and my mother never deceived him. I wasn't aware you knew. It's true you were adopted, and though the adoption was somewhat... Okay, steht zu uns. That's an understatement. The poor child was ripped from their real mother, who was left to die. Petrus, my mother Livy was not responsible, and you know it. The prince alone is to blame. In any case, I doubt that this information could truly be used against you. The revelations about Constantin are more cause for concern. But since you recovered the evidence, we needn't worry about it being used against us. Providing it's the only copy, of course. I believe so. What do you make of the marriage contract? Is it genuine? Well, the writing is that of a court clerk. But their handwriting all looks the same. Would be difficult to tell if it was truly written by your uncle. As for the seal, well, I'm almost certain that it is a forgery. But an excellent one at that. That being said, without the seal itself, you'd be hard-pressed to prove it. If we denounce this contract without evidence, everyone will say that it's just an excuse to get out of the wedding. In that case, I need to find that seal. Let's hope Aurelia de Vespe has brought it with her. I'd wager she did. She may want to use it again. If you want to find it, you'll have to get her away from her camp to have a good chance to search her belongings. As I'm supposed to be organizing the princess's arrival, Lady Morange can surely help by sending for her. Thank you, sir. Was there anything else you wish to ask? Ja. Ich will nur mal kurz schauen. Ne, das kennen wir in... Warte mal. Bin verwirrt. What can you tell me about this family? Well, the House of Vespe has a very long history. They gained their first noble titles through violence a few centuries ago. Then, commerce and close ties with Ptolemy saw them rise to become the princes of Peren, their ancestral city. However, their lust for power is boundless. And it's no secret they wish to reign over the whole congregation. No luck on that front so far, naturally. Their ambitions have always been curbed by the D'Orsays, along with Serene's strategic advantages over Peren. Quite the history, then. And what about today? Well, they're more ambitious than ever. When the Malichor epidemic hit Serene as hard as it did, they saw it merely as a weakness to exploit. They attempted a series of maneuvers to oust your uncle from the council. But then the epidemic ended up hitting Peren too. However, I don't think they've given up. And if they've come all the way here, it's surely to gain influence and to undermine your family. Was there anything else you wish to ask? Bestätigt eigentlich alles. Aurelia. Do you know anything in particular about the prince's daughter, Aurelia de Vespe? She's a young woman, about your age. Very beautiful, so they say. And she's dearly beloved by her father. Despite her age, she's already endured her fair share of tragedy. Her husband, whom I'm told she deeply loved, was brutally murdered not long ago. What's more, Aurelia's older brother Octave de Vespe is rumored to be the one behind it. And I don't just mean he gave the order. That said, don't be fooled into thinking she's but a tragic, defenseless young widow. Oh, she's very much her father's daughter, ambitions and all. I have no doubt she'll be a formidable opponent for yourself and Constantin. Okay. Treat her as such. Was there anything else you wish to ask? Eine Frage noch und dann haben wir's. Des Rufes der Familie de Given Vespe. this family's reputation, what's stopping us from arresting them on the spot? What, without evidence? That would do no good to your uncle's reputation and his position on the continent. I'm sure your cousin would delight in watching him squirm. But the D'Orsay family could never recover from such a situation. If you arrest her without evidence, the council would be forced to intervene. And that is exactly what that old serpent, Alexandre de Vespe, wants. No, you must play along for now, but be extremely vigilant. Look out for poison in particular. The de Vespes have untraceable poisons down to a science. Their other weapon is compromising information.
which they store in special chests without keyholes. Should slander not suffice, their assassins step in. It is said that Peren's river is riddled with the bodies of their enemies. Okay. Take care you don't end up joining them. Was there anything else you wish to ask? Nö, das reicht. Das reicht I must be wirklich. on my way. Goodbye, Professor. Goodbye. And tread carefully. Alles klar. So, dann wollen wir uns mal rächen. Jetzt muss ich nur den richtigen Weg wiederfinden. Ja, ich finde den richtigen Weg. Plane ein Ablenkungsmanöver. Ja, dann bleibt mal mit. Mit. Pass auf. Genau, Lady Morage reden und dann wird es schon. Dann sind wir jetzt draußen und dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.